Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil im Bereich erste Schritte im Fassadenbau. Im ersten Teil haben wir diese Fassade ins HiCAD geholt mit Logical, haben die Riegel bzw. Pfostenaufteilung geändert, haben die Pfosteneinstände abgeändert und jetzt im nächsten Schritt möchte ich hier die Aufteilung der Fassade und im Bereich der Detailzeichnung beginnen. Ich werde wieder, so wie auch im ersten Video, versuchen, so circa im Bereich der 20 Minuten zu bleiben und man wird einfach sehen, wie viele Teile es noch geben wird. So, um jetzt die Kombination zu definieren, jetzt habe ich ja im ersten Schritt die Fassade erzeugt. Ich kann ja hier auch gleich eine Schnittansicht erzeugen. Das heißt, ich kann hier eine Schnittlinie zeichnen. Ich möchte hier in diesem Fall einfach mal einen Schnitt erzeugen mit einer gewissen Tiefe. Ich könnte hier noch sagen begrenzt, was ich hier aber jedoch nicht brauche. Und könnte mir hier einen Schnitt erzeugen. In diesem Schnitt könnte ich gleich weiterarbeiten und meine weiteren Details, Anschlüsse, Blechfassade und alles weiter konstruieren. Ich möchte aber diesen Schnitt auch gleich weiter nutzen können, um damit auch sofort meine Detailansicht zu haben. Dazu werde ich das externe Referenzieren nutzen und mir meine Fassade hier aufbauen. Wir haben ja jetzt vorhin hier unser Gesamtmodell im Projekt erzeugt und ich möchte hier diese Aufteilung starten. Grundlegend, wenn man mit dem externen Referenzieren arbeitet, ist der wichtigste Punkt immer das Weltkoordinatensystem. Dies kann ich hier mit der rechten Maustaste auf Weltkoordinatensystem stellen. Man sieht es hier dann sofort an der Weltkugel. Und jetzt kann ich mir aussuchen, welche Teile ich extern referenzieren möchte. Ich möchte hier in diesem Fall die komplette Strukturbaugruppe Bausets extern referenzieren. Das heißt, ich gehe auf die rechte Maustaste auf Bausets, wähle hier den Befehl Teilreferenzieren aus und bekomme hier diesen Dialog. Hier kann ich sagen, ich möchte extern referenzieren, möchte eine Einzelteilzeichnung erzeugen. In diesem Fall Einzelteilzeichnung ist hier nicht jetzt eine Werkstättenzeichnung, also sprich ein Einzelteil gemeint, sondern wirklich das ausgewählte Teil, in diesem Fall Bausets. Ich möchte hier dies in die Datenbank abspeichern mit einem neuen Artikelstamm und für das Dokument möchte ich selbst den Namen eingeben. Dazu sage ich einfach OK. Jetzt komme ich zur Artikelmaske. Bei mir ist es immer so eingestellt, dass der Name von dem Teil wird automatisch an die Normbezeichnung übergeben. Das heißt, hier bei der grünen Maske ist es im Normalfall so, dass ich einfach nur mit OK bestätige. Jetzt bekomme ich die Abfrage, soll dieses Teil stücklistenrelevant werden oder nicht? Möchte ich hier in diesem Fall natürlich nicht haben. Und hier bekomme ich für die Körperdatei dieser Geometrie den Vorschlag des Namens. Hier gebe ich einfach Bausets an als Namen. Ich werde hier diesen Text auch noch kopieren und jetzt bekomme ich wirklich für die HiCAD-Konstruktion, welche extern referenziert ist, auch nochmal den Namen und hier kopiere ich den gleichen Namen rein. Ich kann hier noch aussuchen, ob das ein Positionierungsmodell sein soll oder nicht. Dies werde ich aber erst in weiteren Schritten definieren, weil ich dies hier noch nicht weiß. Beziehungsweise beim Bausets werde ich sicher keinen Bauabschnitt machen für Zeichnungen. So, HiCAD hat mir jetzt in Helios diese zwei Dateien abgelegt. Einmal die sogenannte KRA, also die Geometriedatei, was man hier
am Namen und auch am Symbol sieht und einmal die Datei, wo dies drinnen ist. Das heißt, man muss sich das jetzt so vorstellen, wenn ich hier diese Konstruktion Bauseits öffne, dann habe ich hier alles, was da in der Gesamtkonstruktion unter Bauseits drinnen war. Sprich, wenn ich hier eine Änderung am Modell machen würde, dann wird es mir hier auch in die andere Konstruktion mit übergeben. Ich werde hier einfach mal eine Änderung machen und werde hier einfach mal etwas hinzufügen. Das heißt, ich werde hier einfach eine zweite Tür hinzufügen, welche ich hier einfach mittels HCM definiere. Dieses Maß lösche ich weg. Und ich sage, dass diese Kante und diese Kante gleich sein soll. Ich sage hier einfach ausnehmen. Jetzt habe ich hier in dieser Wand eine zweite Türe hinzugefügt. Wenn ich jetzt ins Gesamtmodell wechsle, dann bekomme ich hier die Meldung, dass sich hier was geändert hat und ob ich dies aktualisieren will, was ich natürlich haben will. Und wenn ich jetzt im Gesamtmodell bin, dann sehe ich hier sofort, dass sich hier diese zweite Tür auch im Gesamtmodell verbunden hat. Ich möchte hier diese Ausnehmung wieder löschen, das heißt mit der rechten Maustaste sage ich hier löschen und wiederum, wenn ich hier ins untergeordnete Modell gehe, ist dies hier auch. Das heißt, egal in welcher Datei man eine Änderung macht, es wird in jeder Datei alles mitgezogen. Gehe jetzt wiederum in mein Gesamtmodell, wo ich hier dasselbe auch nochmal mit meiner Fassade machen will. Das heißt, ich schaue auf das Weltkoordinatensystem und nehme hier diesen Namen, kopiere mir diesen und starte wieder die externe Referenzierung. So, das heißt, wenn man sich das jetzt wieder im Helios ansieht, dann hat man hier die Fassade. Man kann sich natürlich hier diese Reiter auch anpassen, damit nur die relevanten Daten angezeigt werden, was ich hier auch gemacht habe. Das heißt, hier werden die Körperdateien, mit welchen man eigentlich nicht arbeitet, nicht mehr angezeigt. Jetzt ist die nächste Überlegung, die ich hier gleich anstelle, ist die, dass ich ja hier in weiterer Hinsicht später auch noch eine Tür rein zeichnen werde. Das heißt, welche auch unter dem Bereich Fassade läuft. Das heißt, ich werde mir hier eine weitere Unterbaugruppe, eine Strukturbaugruppe erzeugen, Eingangsfassade. Wo ich hier diese Logikalposition einfach unterordne und diese auch nochmal extern referenziere. So, die meisten werden sich jetzt natürlich fragen, warum ich dies jetzt so aufgeteilt habe. Da ich ja hier sehr viele unterschiedlichste Gewerke am Ende haben werde, werde ich auch sehr viele Detailschnitte, Schnitte, Ansichten und alles Mögliche haben. Und um immer in unterschiedlichsten Bereichen alles aktuell zu halten und
ich möchte natürlich hier auch nicht mit ganz vielen Blättern arbeiten, weil ja dies dann auch die Zeichnung immer schwerfälliger macht. Deswegen habe ich dies auch referenziert, um in meinen einzelnen Zeichnungen die Sachen individuell reinzuholen. Also sprich, jede externe Referenz kann ich mir dann in den Zeichnungen reinholen und gezielter bearbeiten. Dazu erzeuge ich mir jetzt eine neue Konstruktion. Ich achte darauf, dass mein Projekt aktiv ist. In diesem Fall ist es nicht, das heißt, ich kann hier über Aktivieren mein Projekt raussuchen, kann hier noch die untergeordneten ausblenden und habe hier in diesem Fall meine Fassade, wo ich hier mein Projekt aktiviert habe, um es nicht in ein falsches Projekt zu ziehen. Das heißt, man sieht hier, das ist meine Fassade und ich möchte hier gleich meine Detailzeichnung, was ich hier eingestellt habe, Detailzeichnung verwenden. Diese soll gleich einen Namen bekommen, das heißt Detail 001 reicht. So. Ich vergebe hier auch noch gerne einen Namen, damit ich auch, wenn ich es öffne, sofort hier den Namen sehe. Man sieht hier auch schon sofort, dass hier ein Name erzeugt worden ist. Das heißt, wenn ich hier dies im Hilles anschaue, ist hier automatisch schon meine Zeichnungsnummer erzeugt worden. Die ist bei mir so eingestellt, dass wenn ich hier det 01 reinschreibe, vorn noch die Nummer, also die Projektnummer hinzugefügt wird. Weiters wäre auch hier schon mein PDF im Hintergrund, was in diesem Fall natürlich noch leer ist, weil noch nichts vorhanden ist. So, jetzt möchte ich natürlich hier in dieser Konstruktion arbeiten. Dazu kann ich hier mit der rechten Maustaste einen Artikel aus der Datenbank einfügen. In diesem Fall sage ich hier nur Suche und kann hier in diesem Fall mein Bauseits einfügen. Zweimal die rechte Maustaste, so wie man es hier sieht, dann wird mir hier dieses Modell an der gleichen Stelle wie an dem Ursprungsmodell eingefügt und ich kann hier wie ganz einfach weiterarbeiten. Jetzt ist es so, ich habe ja vorhin gesagt, ich möchte hier dann diese Eingangsfassade und hier noch eine Türe erzeugen. Und ich möchte hier aber im Detail 1 einfach, das soll ein Detail nur von dieser Fassade sein. Das heißt, im Grunde genommen interessiert mich hier diese Türe in weiterer Hinsicht einfach nicht. Deswegen kann ich hier gezielt und deswegen habe ich auch ganz gezielt hier nur diese Eingangsfassade extern referenziert und kann mir die hier in die Konstruktion holen und habe nur diese Eingangsfassade in dieser Konstruktion. Ich handle das immer so, dass ich hier dies nicht mit dem mitverwalte, deswegen ziehe ich das auch immer außerhalb der Hauptbaugruppe. Und ich habe hier einfach mal im Prinzip aktuell noch das gleiche Modell wie das Gesamtmodell. Jetzt kann ich hier in meine Ansicht wechseln, also in mein Blattbereich und kann hier meine Ansichtszeichnung generieren. Ich kann hier im Grunde genommen gleich mal sagen, dass ich hier einen höheren Hauptmaßstab habe. Das heißt, ich gehe hier mal auf 1:50 und hole mir einen Zeichnungsrahmen hier herein. Ich möchte einen A0-Rahmen haben. Das heißt, ich handle das sehr oft so, dass ich hier einfach irgendwo im Eck eine kleine Übersicht habe. Und jetzt muss ich halt einfach mal entscheiden, wo das erste Detail sitzen soll. Das heißt, ich werde hier mein erstes Detail soll ein Horizontalschnitt sein, der hier in diesem Bereich ist. Das heißt, ich werde hier in diesem Fall eine neue Schnittansicht definieren, wo ich hier in diesem Fall sage, ich möchte meinen Schnitt hier in diesem Bereich erzeugen. Da soll mein Schnitt erzeugt werden.
Ich kann natürlich hier in diesem Fall auch noch die Tiefenbegrenzung einschalten. Das heißt, es geht jetzt von diesem Schnitt einen Meter nach unten. Das reicht mir in diesem Fall. Kann hier auch noch sagen, ob der Schnitt begrenzt werden soll, was ich jetzt auch anhake. Und sage hier in diesem Fall einfach erzeugen. Und hier wird mir schon die Vorschau definiert, wo mein Schnitt jetzt kommen würde. Das heißt, in diesem Fall würde der Schnitt genau meinen Schnittverlauf von der Breite her definieren und ich könnte diesen Schnitt noch in der Tiefe begrenzen, dass ich sage, ich möchte hier nur in diesem Bereich den Schnitt darstellen. Ich könnte natürlich hier diesen Schnitt auch noch in diesem Bereich vergrößern. Dies kann ich natürlich nachträglich jederzeit ändern. Man sieht hier, ich habe hier auch sofort meine Schnittansicht. Diese stelle ich natürlich hier auf die schattierte Ansicht und habe hier in diesem Fall meinen Schnitt. Dieser kann natürlich jederzeit mit der rechten Maustaste hier wiederum begrenzt werden, weil ich auch gerade gesehen habe, dass ich hier in dieser Tiefe zu wenig Platz genommen habe und kann somit auch den Bereich wieder darstellen. Was ich jetzt noch machen möchte, ist, dass ich hier in diesem Fall meine Detailansicht erzeuge. Und hier in diesem Fall, mein erstes Detail wird hier dieser Bereich werden. Ich möchte die Ausgangsansicht definieren, dass hier auch der Name steht. Ich möchte hier einen Maßstab vergeben und mit Erzeugen kann ich hier mein erstes Detail ablegen. So, ich sehe hier in diesem Fall, der Maßstab ist 2,5. In diesem Fall habe ich hier mit den A0-Rahmen ein bisschen übertrieben und hole mir da einfach einen A1-Rahmen, der wird hier vollkommen reichen rein. So, das heißt, man sieht hier in diesem Fall meine Fassade, meinen Schnitt, kann natürlich hier auch wiederum die Schnittdarstellung richtig darstellen oder die Ansichtsdarstellung richtig darstellen. Dies ist meistens ein bisschen eine Geschmackssache, wie das jeder haben will. Ich sage jetzt mal, während des Konstruierens lasse ich sehr oft die schattierte Ansicht, weil ich die erst dann irgendwann zum Schluss richtig benötige. Wiederum hier ist es so, wenn ich hier alles, was ich hier reinschreibe, wird vom Helios genommen. Das heißt, wenn ich hier zum Beispiel reingehen würde und sage, das ist jetzt mein Horizontalschnitt seitlich so, das heißt, ich habe hier meine Sachen dazu geschrieben. Wenn ich hier reingehe, entweder wenn sie neu geöffnet wird oder auch beim Speichern, wird mir das automatisch übernommen. Und wenn ich hier dann im Helios weiter schaue, dann je nachdem, was eingestellt ist, bei mir ist es jetzt so, dass es eingestellt ist, dass es bei der Freigabe erzeugt wird. Das heißt, das möchte ich hier auch ganz kurz zeigen. Das kann ich hier unter Konfiguration definieren. Das sind die externen Fertigungsunterlagen. Und für die allgemeinen Unterlagen ist bei Prüfung und Freigabe dies eingestellt. Ich werde dies einfach mal umstellen auf Erstellen und Aktualisieren. Das heißt, wenn ich hierher gehe, dann sollte dies jetzt schon passiert sein. Jetzt könnte nur noch möglich sein, dass ein High-Card-Neustart sein muss, aber in diesem Fall sieht man schon. Das heißt, hier habe ich auch schon mein aktuelles PDF. Es wird sehr oft trotzdem beim Prüfen und Freigeben eingestellt, um einfach einfach Zeit zu sparen. Das heißt, ansonsten würde das jedes Mal beim Speichern das PDF erzeugt werden, was eigentlich im Grunde genommen im Normalfall eigentlich nichts bringt. So, warum habe ich das jetzt nochmal gemacht? Das heißt, ich habe hier gezielter, wo ich dann auch gezielter arbeiten kann, meine Möglichkeiten weiter zu definieren. Das heißt, ich werde hier einfach mal
was machen. Das heißt, ich möchte hier einfach eine Bemaßung erzeugen. Ich werde nur einfach mal vorher meine Einstellung laden. Ich möchte hier im Grunde genommen, sage ich einfach mal, von dieser Kante zu dieser Kante, welchen Wert habe ich da. Das heißt, ich muss halt jetzt irgendeinen Wert, welcher mir der Architekt vorgibt, einhalten. Ich entscheide mich jetzt einfach mal, dass hier die 59, was ich hier habe, sollen 120 sein, weil es einfach vom Architekten für mich jetzt so vorgegeben wird. Ich habe es natürlich einfach, da ich mir selbst aussuchen kann. Dazu wähle ich einfach die Fassade an, kann hier direkt im Schnitt zum Beispiel wählen, ich möchte die Fassade verschieben und ich möchte hier zum Beispiel diese Glasvorderkante auf diese Kante in Bezug setzen. Da sieht man jetzt auch, dass die 59 stehen und ich schreibe hier in diesem Fall einfach 120 rein, also minus 120, und jetzt wird mir diese Fassade auf die 120 nach außen verschoben. Das heißt, man sieht hier, das hat es hier in diesem Schnitt, natürlich hier auch in diesem Schnitt, und jetzt gehe ich auch mal in die komplette Konstruktion, wo alles drinnen ist. Natürlich kriege ich hier die Meldung aufgebaut und ich möchte hier auch nochmal dies hier im Schnitt machen. Das heißt, ich erzeuge mir hier einen Schnitt, egal wo ich diesen jetzt durchlege, und habe hier natürlich denselben Effekt. Das heißt, ich setze hier noch ein Maß, um es einfach zu zeigen. Das heißt, egal an welcher Stelle ich das jetzt mache, es ist mir in jedem Detail, in jedem Schnitt immer sofort alles aktuell. Somit werde ich in weiterer Hinsicht auch meine Details erzeugen und auch die weiteren Bearbeitungen und Schnitte definieren. So, dies wäre jetzt im zweiten Teil das Ende. Im nächsten Teil werde ich dann Konsolen erzeugen. Das heißt, wir werden dann im nächsten Detail oder im nächsten Video hier Konsolen reinmachen, Fußpunktkonsolen, und danach möchte ich diese Konsolen oder diese Bearbeitungen auch ans Logical zurück übergeben und dann werden sich nach der Reihe die Details und Schnitte immer weiter erweitern.